Simson S83 OR, Baujahr 93. Das ist was ganz Seltenes, ist ein Nachwendemodell. Nach der politischen Wende 1989-1990 wurde der volkseigene Betrieb Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Ernst Thälmann, Simson-Suhl, der Treuhandverwaltung unterstellt und in die Simson Fahrzeug GmbH und die Jagd- und Sportwaffen GmbH aufgeteilt. Der Exportmarkt brach jedoch zusammen, die Inlandsnachfrage sank stark und die meisten der 4000 Mitarbeiter wurden entlassen. Die Produktion reduzierte sich auf 5000 Kleinkrafträder im Jahr 1991. Im Jahr 1991 leitete die Treuhandanstalt dann auch die Liquidierung ein und die Produktion endete am 31. Dezember 1991. Zur Historie des Fahrzeugs, also das Fahrzeug ist von den Rahmennummern her somit eines der letzten Modelle. Gebaut wurde die OR laut meinen Recherchen 92 und 93. Wie viele Modelle wirklich gebaut wurden, konnte ich nicht recherchieren. So gefühlt, wenn man das mit den anderen Modellen, gerade in dem 70 Kubik-Bereich vergleicht, so SR80 oder ähnliches. Also ich gehe mal davon aus, es wurden 2000 Stück gebaut, so ein Roundabout, wenn überhaupt. Und wie gesagt, man sieht hier und da mal wirklich eine echte S83 OR bei Kleinanzeigen und dann natürlich auch für entsprechende Preise. Doch die Simson-Geschichte sollte weitergehen. Ende 1991 gründeten einige ehemalige Mitarbeiter die Suhler Fahrzeugwerk GmbH und nahmen Anfang 1992 die Produktion wieder auf, wo dann auch diese Maschine entstand. Sie stellten zunächst bekannte Modelle mit leichten Modifikationen her, verzichteten aber auf die 60 km/h Ausführung. Ab 1993 wurden die neuen Modelle mit griechischen Buchstaben bezeichnet und modernisiert, was jedoch zu höheren Kosten führte, sodass die Modellpolitik nur wenige Jahre überlebte. Das S83-Modell in der Enduro-Ausführung lässt sich eigentlich vergleichen, wenn man das mit der Vorwendemodellen sieht, mit der S70, S70E, S70 Enduro. Das ist eine 70 Kubik-Maschine, wurde dann nach der Wende in diese 80er-Reihe überführt, weil es ja auch mal für den Export in den Westen eine S80 oder eine Super 80 von Simson gab. Und das hat man nach der Wende als Begriff wieder aufgegriffen und hat natürlich die Reihen S53, S83 draus gemacht statt S50 und S70. Und hat natürlich dann auch bei dem Roller gab es ja auch SR50 und dann den SR80. Und da hat man das dann fortgesetzt. Also vergleichbar mit im Endeffekt der S70 Enduro als Vorwendemodell. Natürlich hier mit den Einflüssen der späten 80er Jahre, was das Design angeht. Zum Beispiel die Blinker sind die es auch beim SR50 und SR80 gab. Man hat dann natürlich andere Armaturen verbaut. Das sind dann hier Magura-Armaturen, sowohl hier auf der Kupplungsseite als auch auf der Bremshebelseite. Mit einem Magura-Bremszylinder. Es war dann eine hydraulische Scheibenbremse an der Vorderachse. Das war natürlich anders als die Trommelbremse zu Ostzeiten. Es gab hier einen breiten Lenker, 800 mm breit. Das gab es zu Ostzeiten nicht. Es gab hier oben noch die Querstrebe drin, wo dann auch der Besitzer hier original aus den 90er Jahren hier noch Zubehör rangebaut hat. Es gab aufgrund des Nachwendemodells die Notwendigkeit, weil es ein Leichtkraftrad ist, dass er zwei Spiegel hat, nicht nur eine. Die Lampenmaske im Vergleich zu 70 in den Vorwendemodellen ist natürlich aus der S53-Reihe bekannt. Das Zündschloss hier ist noch ein Zadi-Zündschloss. Das ist kein Zündschloss mehr, wie man das vielleicht früher kennt, wo man einfach nur den Schraubenzieher reinstecken konnte und rumdrehen konnte. Das setzt sich dann auch am Seitendeckel hier fort. Die Seitendeckelschließung ist hier noch an der gleichen Stelle. Auch der Herzkasten unten drunter ist der gleiche. Aber die Optik ist halt natürlich so ein bisschen an die Nachwendemodelle angelehnt. Also wie auch die S53 hat hier auch entsprechend die Tankform in neuer Ausführung. Ja, und auch die Sitzbank, die es dann mit der Einführung von der SR50 und SR80 schon gab, hier fortgesetzt. Genau, Besonderheit hierbei die Federbeine hinten mit den rot lackierten Federn und den fünffach verstellbaren Variante. Hier auch relativ einfach, indem man einfach nur die Nutmutter dreht und einrasten lässt. Ja, Bremse ist klassisch wie immer. Besonderheit sind natürlich die vorne der Kotflügel. Der ist hier in der Enduro-Variante sehr weit hochgezogen und relativ schmal.
Vorne die Gabel ist was Besonderes, das gab es sonst so auch nicht. Das ist eine Mazzocchi-Gabel, relativ lange, 780 mm meines Wissens. Die Felge vorne ist eine 19 Zoll Felge. Hinten haben wir keine 16er Felge, wir haben eine 17er Felge mit 275. Das ist auch besonders. Und dadurch, dass es ein S70 ist, also ein 70 Kubik Motor, hat man ja normalerweise in der Übersetzung ein 16:34, damit man auch entsprechend aufgrund der 5,5 PS dann auch die eingetragenen 70 km/h schafft. Hier durch das 17 Zoll Hinterrad musste man diesen größeren Radumfang wieder kompensieren und ist hier besonders bei der S83 wieder auf die 15:34 Übersetzung zurückgegangen, die auch die originale S50 und die originale S50 hatte. Also die Besonderheiten zum Motor sind an der Stelle noch, dass der 70 Kubik Motor im Nachwendemodell eine dickere Laufbuchse hat, 53 mm. Und es war gar nicht so einfach, den Originalzustand wiederherzustellen, weil ich wollte auch den originalgetreuen Motor, das ist ein 743 Kf. Das war relativ schwierig, einen zu finden, der dann auch quasi die Aufnahme und den Originalzylinder hatte. Es ist mir aber gelungen. Besonderheiten hierbei sind neben dem Zylinder noch die Kalotte für den Krümmer. Das war Serie, dass das nicht mehr geschraubt war und ständig locker wurde und man diesen klassischen Ölfluss auf dem Krümmer hatte, wie man es von früher kennt. Das ist jetzt hier dicht. Ebenfalls noch besonders ist der Bing-Vergaser. Das ist kein BVF-Vergaser mehr, sondern einer von der Firma Bing aus Nürnberg. Die gibt es auch heute zum Glück noch oder wieder zu kaufen. Ich habe mir einen Originalen besorgt und nur die verschlissenen Innenteile da ausgetauscht. Ja, ansonsten die Elektrik ist 12 Volt, 53 Watt. Besonderheit hierbei ist dann schon der Halogenscheinwerfer in HS1. Ist auch vorne aufgedruckt. Die S83 OR mit dem Ende des Baujahrs 93 wurde dann typisch der Nachwendemodelle immer weitergeführt. Nachfolger von den S53 Modellen waren dann die S53 Alpha-Reihe. Da wurden dann die ursprünglichen Kennungen, die da an dem Namen hinten dran war, wie N oder C oder C11 oder ähnliches, durch Alpha ersetzt und andere Begrifflichkeiten. Und bei der S83 oder S53 als Enduro-Variante, es gab natürlich auch die S53 als Offroad-OR, war dann der Nachfolger die sogenannte Beta. Da gab es dann wesentliche farbliche Unterschiede, da gab es dann deutliche Unterschiede auch in der Optik. Also der Kotflügel vorne war dann von Acerbis als Zulieferer aus Italien noch anders geformt. Hinten die Heckpartie war dann deutlich anders verkleidet, war auch die Befestigung des Rücklichts dann an einer anderen Stelle. Und so lief das designtechnisch dann immer mehr ins Design der 90er Jahre über. Die Absatzzahlen von Simson in Suhl haben sich natürlich aber nicht in die positive Richtung entwickelt, einfach weil der Trend oder der Wille da war, die westlichen Marken zu erschließen und zu kaufen und nicht mehr das Altbackene aus dem Osten, was sehr schade ist, weil nach wie vor die Marke Simson, was die Standfestigkeit und die Konstruktion angeht, eine sehr gute war. Es ging dann so weiter in den Ende der 90er und 2000er Jahren, wurde dann die Serie nochmal neu aufgelegt, indem es dann von Simson die SC050 und ST050 gab, was dann die Straßen- und eine Enduro-Version war. Gibt es auch mittlerweile Fachlektüre dazu, von der Wende bis zum Ende, wo man das nochmal im Detail nachlesen kann. Ja, wurde dann halt durch die 45 km/h Zulassung auch für die Käufer immer unattraktiver, sich so ein Modell zuzulegen, weil halt natürlich nur die Modelle vor 1992 durch einen Einheitsvertrag diese 60 km/h Zulassung bekommen haben, die man so klassisch kennt. Und da war der Absatz von Simson Suhl von den 45 km/h Modellen natürlich sehr gering und auch der Markt von den Leichtkrafträdern war kaum vorhanden, hart umkämpft, weil es natürlich die asiatischen und die westlichen Modelle gab, von Honda, von Yamaha, von Suzuki, wie sie denn auch alle heißen.
Und da war es schwer mitzuhalten, einfach vielleicht auch durch die Historie heraus. So dass dann quasi 2003 oder 2004 dann quasi durch die Insolvenz und die Übernahme der Insolvenzmasse durch die Firma MZA das Ganze erstmal, was die Herstellung der Fahrzeuge angab, zum Erliegen kam. Natürlich gab es noch viele Exoten bis dahin, den Albatros oder ähnliches, dann als Nachwendemodell, der noch gebaut wurde, der dann auch in Richtung Handwerk und Handel gehen sollte, um da weiter Märkte zu erschließen, aber das war alles nicht zielführend. Letztendlich war es aber für die Marke Simson und den Kult, der mittlerweile entstanden ist, gut, dass die Firma MZA die Lizenzen und die Volumen gekauft hat und die auch Produktionsstätten vor Ort, weil nicht zuletzt dadurch die Ersatzteilversorgung gewährleistet war und nur so lange auch wirklich die Marke immer wieder von der nächsten Generation und Jugend wieder aufleben konnte und immer wieder instand gesetzt werden konnte. Und aktuell haben wir ja einen deutlichen Simson-Boom durch den Führerschein mit 15 und gerade bei den Vorwendemodellen mit der 60 km/h Zulassung, die damit einhergeht. Simson brachte dann auch noch einige andere Innovationen auf den Markt, wie besprochen das Lastendreirad und einen Elektroroller, dessen Preis jedoch sehr hoch war und den Verkauf verhinderte. Von 1993 bis 1996 wurde zudem der Hotzenblitz in den Fertigungshallen der Suhler Fahrzeugwerk GmbH produziert, aber das ist eine andere Geschichte. Bis bald, euer Jan.